Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin raus aus Peñafiel, kurz nach dem Ortsrand. Da sind, wie soll ich dem sagen? Das Land ist eigentlich flach hier, aber immer wieder sind dann so, es sind Gräben rein erodiert. Und Peñafiel liegt dann unten, oben ist noch das Castillo. Und jetzt bin ich eben, wie gesagt, auf dieser Ebene, Kornfelder, soweit das Auge reicht. Es ist super hübsch. Mir gefällt das unglaublich, wieder so diese Straßen zu fahren. Alleine, vielleicht siehst du mal einen Bauern, aber sonst super schön. Ich bin jetzt Richtung Sepúlveda unterwegs, dann Segovia ist die Idee. Ich glaube, das ist nicht mal so weit. Das wäre eigentlich eine Etappe auf der Ruta 47. Ich mache aber da was Eigenes, wo mir ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Kurven und Gefälle ich mir vorstelle. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht fahre ich noch weiter nach Avila. Mal gucken. Ich bin farbenblind, aber ich bin total geflasht. I love it, I love it. Wenn man Garmin eine Route planen lässt, Steinegeröll ist mir einfach viel lieber als Sand. So, an diese Hügelkette ran, da hinten fahre ich, so wie ich das mir vorstelle. Hier sieht man gerade wieder, wie sich da... Schauen wir uns das mal an. Das ist typisch für Spanien. Eigentlich hat man diese Fläche und dann immer wieder diese Täler, die sich da reingraben. Ziemlich unvermittelt. Zum Teil sind dann das auch richtig ausgewachsene Canyons. Mir gefällt das. Und diese Mohnblumen, die den Weg säumen. Ja, jetzt ist aber definitiv Fotostopp angesagt. Ist das geil. Jetzt gibt es hier ein bisschen steineren Aufstieg gerade eben. In Fuente Soto bin ich eben durchgefahren. Leider hat mich die Route jetzt meist auf Asphalt in diese Täler, sag ich mal, reingeführt und raus. Schön mal wieder Offroad. Und jetzt will der da lang. Mache ich nicht. Das geht wieder über den Acker. Mag ich einfach nicht. Die Farben, ich drehe durch. Das ist so geil. Ich bin farbenblind, aber ich bin total geflasht. Also manchmal sind die Pisten richtig rau. Vorhin mal, das war dann schon ausgewachsener Schotter. Da schwamm die ganze Fuhre. Aber wenn man da mit 60 oder je schneller man drüber fährt, desto stabiler ist es natürlich. Geht auch nur, solange es keine Kurven hat. Und jetzt ist das wieder super sandig. Ja. Sandig und dann Schotter und das ist... sieht sehr weich aus. Ist alles dabei. Dann wieder erdig. Nee. Ich dachte erst, das wäre gesperrt, ein Tor.
Also diese Unterlage hatte ich jetzt irgendwie noch nie so erdig, weich. Da muss ich, glaube ich, warten. Echt eine hübsche Ecke hier. Ich bin wieder völlig improvisiert unterwegs. Gucke bei beinahe jeder Kreuzung wieder, wo es lang gehen könnte. Und da habe ich doch was Hübsches gefunden wieder. Ich wollte eben da runterfahren ins Tal, ganz runter zum Fluss oder Stausee. Mir scheint aber, das ist auch irgendwie so ein Naturpark, wo man dann nicht mehr weiterkommt. Jetzt habe ich mich da wieder ans Garmin angelehnt. Oder was heißt, lass Garmin wieder arbeiten. Gefällt mir die Route. Ups, und jetzt wieder Sand. Castelmeno. Ist das wirklich fahrbar? Nee. Nee. Oh, das riecht aber toll hier. Die besten Kräuter. Oh. Wow. Gefällt mir doch eh besser hier lang. Geil. Es ist geil. Mir gefällt das. Und ich bin alleine. Mir ist noch keine, außer jetzt in den kleinen Weilern, ist mir keiner begegnet. Könnte jetzt wieder herausfordernd werden, weil da unten sehe ich den Weg nicht mehr. Schauen wir mal. Hier geht es ja noch. Da oben schon der Weg, der war doch eher kaum mehr als Weg zu erkennen. Quer übers Feld wieder. Da waren, ja, mit guter Spurensuche konnte man da 2 Fahrrinnen erkennen. Ah, doch. Oh, Sasa. Ich habe das nur bis zu dieser Plattform gesehen von oben. Da haben wir wieder so eine halbwegs so eine wilde Piste, aber ja, da sieht man schon eher, dass es auch ein Weg ist. Gerade eben habe ich mich super erschreckt, da haben sie einfach über 20 Meter Steine hingeknallt,
loser Schotter. Ei, da kam die Fuhre ins Schwimmen. Ei, ei, ei. Ist mal wieder eher eine wildere Angelegenheit hier. Ich war da in Gehölz drin, habe dann noch 2 Kilometer wieder umgedreht. Der möchte jetzt als nächstes wieder da rein. Nee, verstehe es nicht. Au! Das war die Kamera oben. Mal gucken, ob die noch irgendwo sinnvoll irgendwo hin zündet. Es hat geregnet hier, es ist ziemlich weich, sandig, matschig. Ei. Da wäre ich wohl jetzt rausgekommen, wenn ich den Mut gehabt hätte. Aber der hat da mir einen Weg gezeigt. Nein, ich schnall's nicht, komm nicht raus. Also zum Glück ist eigentlich schon trocken, aber es ist halt auch sandig. Okay, also wenn es wirklich nass ist, würde ich dieses Stück nicht fahren wollen. Das hat mich jetzt ziemlich Zeit gekostet. Jetzt sieht man Sepúlveda, eines der schönsten Dörfer, Städtchen Spaniens. Oh, geil, schade ist das Licht nicht so toll. Oh, I love it. Ja, der wollte mich da nochmal durch den Canyon da unten lotsen. Nee, danke. Schluss, ein Moment für Experimente. Erst was essen in Sepúlveda. Leider hatte ich nun immer öfters mit den GoPros zu kämpfen. Ich versuche das mit der Insta360 zu kompensieren. Das sieht aber leider nicht immer toll aus. Sorry. Zudem führte mich das Garmin Thread auf dieser Etappe sehr oft in die Irre. Auch für mich unfahrbare Single Trails durch den Busch. Hier allerdings entdeckte ich eine wunderbar stille Ecke an einem kleinen Fluss. Ein perfekter Campingspot für die, die es mögen. Und wenn man jetzt schaut, wo ich herkomme, ja, nee, also vielleicht in einer Gruppe würde ich das mit dem heutigen Können wagen, aber es ist ja dann doch eher ein Single Trail. Hier würde ich nicht lang fahren wollen. Irgendwo da oben stehe ich, aber da noch, ja, das ist schon eher ein Wanderweg oder was man auch immer sagen möchte. Ja, das sind 200 Meter, bedeutet für mich jetzt aber wieder ein paar Kilometer zurück.
Es ist eine Route, die habe ich mir selbst gebastelt. Oder Garmin hat mich auch hier lang gelotst. Nee. Muss nicht sein. Es ist so schön, die Blütenpracht hier oben. Was rennt? Ein Fuchs? Ei. Ich hoffe, den hat man gesehen auf der Kamera. Na, was hat man denn alles schon vor dem Rad? Ja, oder daneben. Sicher mal die Rehe, ein Rehbock, dann die kleinen Viecher, Kaninchen, ach was auch immer, Hamster das waren. Der Fuchs jetzt gerade eben. Eine Schlange heute Morgen, die habe ich nicht gefilmt. War so ein 1,20 Meter Teil, aber da habe ich dann immer als Respekt gleich daneben anzuhalten und irgendwie Kameras anzumachen. I love it. I love it. Schauen wir doch, gerade eben hatte das mal gepasst, wenn der gleich breit gebaut ist. Ja. Hübsch. Mit den Koffern unmöglich. Da brauche ich nicht absteigen. Das ist ja nett mit Rampe. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin unterwegs von Segovia nach Ávila. Das wären eigentlich nur irgendwie, ich weiß nicht, 50 Kilometer. Ich mache da echt einen Umweg. Zuerst war ich auf der Ruta 47 wieder Richtung Peñafiel. Jetzt bin ich da links weg und fahre schon zum zweiten Mal durch so einen Pinienwald. Und ich sage euch, das duftet. Das ist unglaublich. Sowas von wunderbar. Und jetzt geht es wieder raus aufs weite Land. Das große Problem ist, ich schaue beinahe von Stunde zu Stunde wegen dem Wetter. Es sind wieder heftige Gewitter angesagt. Ich kann überhaupt nicht das fahren, was ich ursprünglich mir vorgenommen habe. Ich schaue echt von Tag zu Tag. Es ist ein bisschen mühsam. Und jetzt fahre ich da nicht über den Acker. Nee. Dann mache ich das da mal links rum. Ich wollte eigentlich da über die Sierra de Gredos nach Plasencia Richtung Extremadura. Aber naja, ich möchte das echt nur bei trockenen Bedingungen fahren. Ich sehe es auch jetzt hier. Es hat in den Sierras oder auch bis runter nach Madrid Hagelstürme gehabt gestern,
vorgestern, die Straßen waren weiß in Madrid. Ich habe keine Ahnung, wie die Bedingungen da sind. Deshalb bin ich eher vorsichtig und möchte mich da auch nicht in Gefahr begeben. Schauen wir mal, was der mir jetzt da wieder erzählt. Ja, es ist ziemlich herausfordernd. Schlamm, Sand, also Schlamm, naja, bis jetzt geht es gerade eben noch so, aber es ist nicht die Gegend, wo es mir richtig Spaß macht. Also von der Natur her jetzt auch nicht so besonders. Von den Wegen her jetzt auch gerade nicht so. Mal gucken, wie das rauskommt heute. Naja, es fehlt auch nicht mehr viel. 1,5 Stunden, dann bin ich schon in Avila. Werde dann früh Hotel beziehen, schon um 2, weil es sind ab 3 ja wieder Gewitter angesagt. Oh, oh. No me gusta. Steingeröll ist mir einfach viel lieber als Sand oder Erde. Ja, so sieht das aus heute und ich habe keine Ahnung, wie das dann morgen in den Bergen aussieht, wenn ich den morgen fahre. Ich kann mir schon vorstellen, wenn da Hagelstürme war, dass die Wege da mitgenommen aussehen, nicht nur aussehen, mitgenommen sind. Das passiert nun immer mal wieder, wenn man Garmin eine Route planen lässt, sondern einfach ja, bei einer schwer erkennbaren Piste, auf einer schwer erkennbaren Piste landet. Sind hier schon irgendwelche Spuren? Es erstaunt mich jetzt, dass es da vorne dann plötzlich weitergeht. Ich wollte eben schon umdrehen, aber irgendwie ist das eine Piste. Ha. Okay. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.